Hallo und herzlich willkommen bei der Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, wir sind live aus Barcelona. Und wenn ihr Bock auf jeden Tag eine neue Karre habt, vorgestellt von der bezaubernden Jessica oder dem noch bezaubernden ich, dem Jan, dann abonniert genau jetzt den Kanal, macht euch froh. Und das Auto, das ich heute dabei habe, ja, das fällt unter das Motto Born to be Wild, a new Star is born, maybe. Das fällt unter das Motto der sportlichere ID.3. Das fällt unter das Motto der Nachfolger vom Cupra Leon vielleicht. Und hier steht endlich im Fahrbericht der Cupra Born. Und was ist das Beste an diesem Video? Wir haben den großen Akku hier drin, 77 Kilowattstunden fassend und 231 PS. E-Boost, Overboost-Version hier. Ich kann euch alles zu dem sagen. Was werden wir mit dem machen heute? Wir werden die Historie, die Wettbewerber besprechen. Wir werden schauen, dass wir hier nicht runterfliegen. Wir werden in den Innenraum gehen, das Design besprechen. Wir werden natürlich fahren, darum geht es heute, über den Preis sprechen, über die Förderung, über alles, was euch interessiert. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Und dann fröhlich meiner objektophilen elektromobilen Leidenschaft und Küss, ja, den Cupra Born. A New Star is Born spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. So neu sind die gar nicht mehr, aber die haben eine verdammt gute Idee. Born to be Wild, was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ja, und dieses Auto hier ist natürlich der legitime Nachfolger vom Seat bzw. vom Cupra Leon. Ist jetzt das erste bzw. nach dem Kleinwagen das zweite Elektroauto, was die spanische Marke auf die Straße bringt. Und die Plattform hier, die ist sehr bekannt, das ist der MEB. Auf dem steht vieles im Konzern, zum Beispiel der ID.4, zum Beispiel der Skoda Enyaq, zum Beispiel der Audi Q4. Aber vergleichbar ist der hauptsächlich, sind wir mal ehrlich, mit dem VW ID.3. Und viele finden das Auto toll, viele haben Bock auf Elektromobilität, aber viele haben im VW-Konzern gesagt, okay, bei der Länge von 4,32 Meter, da haben wir einfach Bock, ne, dass wir hier auch einen Cupra haben, ein bisschen was Sportlicheres. Der Hauptunterschied bei diesem Auto hier im Vergleich zum ID.3 ist aus meiner Sicht natürlich der Look und dass der hier keinen Allrad hat. Das Auto kommt aus dem Mehrmarkenwerk in Zwickau. Und ich habe mir überlegt, was sind eigentlich die Wettbewerber? Und ein paar kleinere haben wir zum Beispiel mit dem Honda E. Wir haben natürlich den Hauptwettbewerber, den habe ich euch gesagt, den ID.3. Der Mokka E ist mir zum Beispiel noch eingefallen. Und ansonsten wird in der Größe in den nächsten Jahren noch ganz viel auf den Markt kommen. Ich bin gespannt, ob Audi was baut. Ich bin gespannt, ob Seat noch was baut. Das war ja sehr überraschend. Warum hat Seat keinen L-Born gebaut? Kommt der noch? Wenn man mit Cupra spricht, sagen die ja, okay, man muss den ID.3 sportlicher machen. Das passt nicht so gut zu Seat, passt viel besser zu Cupra. Und jetzt sind wir natürlich hier in Barcelona. Und wo könnte man dieses Auto lifestyleiger vorstellen als hier am Meer? Und spricht man erstmal über die Ausmaße, so ist der 4,32 Meter lang, 1,81 breit, 1,54 hoch. Und das sind für mich so Ausmaße von einem Auto, was ja leicht hoch steht, perfekt für die Stadt, perfekt, um gerade noch so eine Familie reinzubekommen. Und ich finde, und da lege ich mich fest, das ist nicht nur der schönere ID.3, sondern auch der im Innenraum ein bisschen wertigere und vor allem der sportlichere mit einem bisschen anderen Konzept. Und jetzt schauen wir den vorne mal an. Man kann ja drüber diskutieren, ne? Mag man jetzt kupferfarbene Elemente oder nicht? Sie sind hier dran, schreibt mir vielleicht gerne mal in die Kommentare, habt ihr da Bock drauf oder nicht? Ich weiß, dass das Vapor Grey ohne Aufpreis ist. Es gibt noch eine blaue Farbe, in dem haben wir euch den vorgestellt. Es gibt noch ein dunkleres Grau, da hat Jessie euch den vorgestellt.
Ja, und jetzt schauen wir uns den mal ganz genau an. Kleine Enttäuschung sind für mich nicht die Leuchten, denn die sind optisch mega geil. Wenn ihr hier mal reinschaut, habt ihr hier dieses Dreiecksmuster auch beleuchtet. Voll LED ist natürlich gut, passt bestimmt auch zur Klasse, aber es gibt kein Matrix-LED-Licht hier drin. Zumindest habe ich im Konfigurator, und ja, der ist schon online, keines gefunden. Von vorne ist es für mich der zackigere, der sportlichere ID.3 ganz bestimmt. Schaut mal hier unten, hier haben wir den Radarsensor versteckt, Kupfer haben wir hier unten, größere Lufteinlässe, eine dynamischere Schürze, hier vorne einen dynamischeren Stoßfänger als beim ID.3. Cupra steht hier sehr charmant drin, dazwischen versteckt die Kamera nach vorne. Das Cupra Superhelden-Logo hier drauf, schön eingeformt mit dieser Sicke quasi in der Motorhaube hier, also Motorhaube, der ist ja hier hinten, ne? Und dann haben wir hier eine schöne Linie, die einmal drumherum geht. Von vorne ist es für mich ein wunderschönes Auto. Und jetzt gehen wir ins Profil. Und das Tolle am Auto, was einen Wendekreis von 10,15 Meter hat, ist nicht nur, dass der Akku hier unten liegt im Unterboden, sondern auch, dass wir eine nahezu perfekte Gewichtsverteilung von 50-50 haben und dass der Antrieb hinten sitzt. Deshalb haben wir einen besseren Wendekreis und natürlich ja, mehr Platz vorne für die Lenkung. Und wenn wir jetzt schon hier sind, spreche ich erstmal nicht über die optischen Details, da komme ich gleich zu, sondern über die Akkus. 45 Kilowattstunden, fast der kleinste, der mittlere 58 und der größte, der hier ist, ich bin ein bisschen stolz, 77 Kilowattstunden. Der ist jetzt hier drin, liegt schön hier unten, sorgt eben für einen tiefen Schwerpunkt. Das Auto baut ein bisschen höher auf, deshalb haben wir mehr Platz. Was jetzt interessant ist, gerade wenn man hier nach vorne geht und vielleicht die Linie einmal abgeht nach hier, ja, da geht mir eigentlich fast auch eine ab, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil ich das Auto so schön finde. Dunkle Spiegelkappen, schöne Linie hier im Dach. Wir haben jetzt hier nicht das Glasdach drin für 990 €, das würde ich immer nehmen. Hinten wirklich abgedunkelte Scheiben, alles dunkel. Dieses Element hier sehr interessant, dreidimensional ausgeformt. Hier hinten dann auch noch so kleine Finlets. Ja, und dann geht man vielleicht einfach noch mal an die Seite. Und im Schweller hier, dieses Element finde ich sehr gelungen, kenne ich so bei ganz wenigen Autos. Und dann spricht man nicht über diese abgesetzte Farbe, sondern über die Felgen. 18, 19, 20 Zoll Felgen gibt es und natürlich spendiert uns Cupra hier die größte Felge. Das Auto hat einen CW-Wert von 0,27, was ich ganz solide finde, ehrlich gesagt. Und spannend ist jetzt hier, dass wir hier das DCC drin haben. DCC, was ist das? Das kann man nicht essen. Ja. Dynamic Chassis Control, ist ein adaptives Fahrwerk. Sportfahrwerk nennt das Cupra. Vorne steht er 15 mm tiefer, hinten steht er 10 mm tiefer. Ja, und das ist eben adaptiv und sieht gleichzeitig gut aus. Hinten sitzt der Motor. Und jetzt wird es interessant, wo ich ja normalerweise vorne immer die Motorhaube aufmache, erzähle ich es euch jetzt einfach mal hier. Was haben wir für Leistungsvarianten? Wir haben 150 PS. Jessie hat gerade gedacht, sie wäre eine Treppe runtergefallen. Ist sie gar nicht, die war 10 Meter weg. 204 PS haben wir, 231 PS und 231 PS in der Overboost-Version. Der kleine Motor, also die 150 PS, kommt mit einem kleinen Akku, also mit einem 45 Kilowattstunden fassenden Akku. Und dann haben wir eben die 204 PS Version, die gibt es dann mit dem 58 Kilowatt fassenden Akku. Und der 58 Kilowatt fassende Akku gibt es dann noch in der Overboost Version mit 231 PS und der 77 Kilowattstunden fassende Akku hat immer 231 PS, also die Overboost Version. Ganz schön aufregend, ne? Wir haben hier kein Sperrdifferential hinten, wir schauen später mal, wie er sich dann fährt. Sehr konsequent finde ich die Dachlinie, die hier hinten sehr weit nach hinten gezogen ist. Und vor allem toll, was wir zum Beispiel schon vom neuen Leon kennen oder vom Formentor, dieses Infinite Light, was hier hinten durchgezogen ist. Hinten abgedunkelte Scheiben, Superhelden-Logo hier drauf, lässt sich auch schön hier reindrücken, wenn ihr mal näher kommt, um den Kofferraum dann zu öffnen. So funktioniert das, ne? Aber zum Kofferraum kommen wir gleich. Erstmal wollen wir die Optik nicht kaputt machen, denn hier unten ist ein wunderschöner Diffusor, Auspuff-Endrohre haben wir nicht. Zur Anhängelast habe ich auch nichts gefunden, im Zweifel gibt es keine. Und bevor wir uns jetzt zu sehr an der Optik ergötzen, sprechen wir über die Ladefähigkeit. So, der kleinste Akku, ne, das kleinste Antriebskonzept kann man mit bis zu 110 kW laden. Das größere dann hier kann man mit 120 kW laden und das größte kann man mit bis zu 170 kW laden.
Der hier wäre in etwa 35 Minuten dann bei 80% und mit AC an der Steckdose bei 11 kW an der Wallbox zu Hause dauert 6 Stunden 15. Interessant ist, dass der ja noch gar nicht im Konfigurator ist, vermutlich noch gar nicht so richtig homologiert in Großserie, deswegen ist gar nicht so einfach für mich jetzt euch zu erzählen. Ja, was wir jetzt natürlich machen, ist den Kofferraum anschauen. Das sind 400 bis 1300 Liter, ganz genau 385 Liter bis 1260. Und spannend ist jetzt, wir haben hier keinen Platz gefunden, um unser Gepäck zu verstauen, also haben wir es drin gelassen. Und schaut mal, Handgepäck-Trolley, hier mein Bob der Baumeister-Koffer und Jessys Airpack-Tasche passt hier wunderbar rein. Ich räume jetzt kurz alles raus, damit ihr wirklich die Größe von dem Kofferraum einfach bestaunen könnt. Und jetzt schaut mal mit mir rein. So, schön ist natürlich, ich habe mit meinen 1,88 da drunter Platz. Elektrische Ladeöffnung habe ich nicht gefunden. Und schaut mal hier, die Leuchte öffnet hier schön einmal ums Eck, was richtig cool ist. Und jetzt haben wir hier sehr viel Platz, eine 12 Volt Steckdose, ist alles echt solide verarbeitet, auch die Hutablage hier. Und hier ist der doppelte Ladeboden übrigens, ganz spannend. So, und dann haben wir einen doppelten Ladeboden, nochmal hier, schaut euch das an. So, und hier sind jetzt die Ladekabel drin. Viele sagen immer, das muss ich nicht sehen, andere sagen, Mensch, zeigt mal die Ladekabel. Kachel fürs Laden zu Hause an der Steckdose. Unendlich lange Ladezeit, ihr braucht eine Wallbox zu Hause für das Auto, sind wir mal ehrlich. Und hier das Schnellladekabel. Und was jetzt spannend ist, ihr könnt hier die Durchreiche für die Skier natürlich nutzen. Habt hier so eine kleine Hutablage bei dem Auto. Habt hier auch noch ein Blatt, das machen wir mal weg. Und ich klappe das jetzt hier mal um und auf einmal habt ihr ein Kofferraumparadies ohne Ladekante. Ich kann jetzt auch hier die Hutablage gänzlich rausnehmen. Ja, und habe jetzt hier natürlich richtig massiv viel Platz. Was ihr derweil, während ich sie wieder reinmachen könnt, noch machen könnt, ist hier mal in die Leuchte reinschauen und schaut mal, wie schön die gemacht ist. Mit Born steht da drin. Ja, das finde ich schon sehr schick. Ich glaube, was Cupra ausmacht und den Erfolg der Marke, ist ganz bestimmt auch, ja, dass sie halt auf die Details achten. Ich glaube, das ist den Leuten wichtig. Details sind denen wichtig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob Details euch wichtig sind. Mögt ihr es eigentlich, wenn Gepäck von uns da hinten im Kofferraum liegt, oder ist euch das völlig egal? Oder habt ihr den Kofferraum lieber leer? Mich bringt es ganz schön außer Atem hier hinten. Und schaut mal jetzt hier so, geht dann natürlich der Kofferraum zu. Was wir jetzt machen, ist zusammen auf die Rückbank springen. Das Auto hat einen Radstand von sensationellen 2,77 Meter, vorne übrigens eine Progressivlenkung. Ja, und dann schauen wir uns einfach mal an, was da hinten an Platz ist. Kommt mit. Ja, richtig viel Platz. Und bevor es zu den Details geht, schaut mal hier die Leuchte da oben an. Das ist natürlich cool, die ist nämlich per Touch bedienbar und am besten hier drin gefällt mir, dass wir hier keinen Mitteltunnel haben. Heißt, wir haben richtig viel Platz. Und hier hinten, ja, sieht man schon, wir haben die Dynamica-Sitze. Und die sind zum Teil aus so recyceltem Material. Heißt, wir haben hier so eine wunderschöne Maserung drin in so einem Bronzeton. Haben hier auch Kopfstützen, die wir verstellen können. Armauflage ist hier. Hier wieder die Skifahrerdurchreiche. Ich weiß, klingt ein bisschen verrückt bei einem Auto, was ja kein Allrad hat, auch nicht optional. Vielleicht kommt es noch. Vorne haben wir integrierte Kopfstützen hier übrigens, ne, in den Sitzen. Das sieht richtig wertig aus. Hier unten seht ihr auch das Badge, ne, dass wir hier relativ viele recycelte Materialien haben. Wir haben leider nicht das Glasdach hier drin. Das hätte ich noch gern gehabt. Und jetzt setze ich mich mal gerade hin. Und hier schaut euch mal an, wie viel Platz ich für den Kopf habe. Hier unten haben wir noch 2 USB-C-Stecker. Ne? Isofix habe ich euch erzählt. Hier bekommt ihr noch was unter. Ja, nur hinten raussehen. Das ist vielleicht nicht ganz so das geile Konzept, weil die Scheibe ist halt relativ klein. Und jetzt schauen wir mal noch zusammen eben in die Tür rein. Und hier seht ihr schon, das haben ja viele kritisiert, zum Beispiel beim ID.3. Okay, wir haben zu viel Hartplastik hier drin. Hier ist auch ähnlich viel Hartplastik, aber es ist ein bisschen charmanter verarbeitet, würde ich sagen. Hier haben wir eben den Türöffner, haben noch Platz hier, um was unterzubringen. Ja, und dann würde ich sagen, ist das schon mal ganz cool dahin. Was jetzt natürlich spannend ist, ist ganz bestimmt die Reichweite. Und bei der Reichweite, wenn man die höchste Reichweite will, muss man auch die
größte Version nehmen, dann haben wir 540 Kilometer Reichweite. Die kleinste Version, die Einstiegsversion, ja, die hat dann 340 Kilometer Reichweite. Die mittlere Version mit kleinerem, nicht E-Boost-Motor, sind wir bei 424 Kilometer Reichweite. Ja, mit E-Boost sind es dann 4 Kilometer weniger, also 420 Kilometer Reichweite. Jetzt habe ich euch ja ganz schön viel vom Pferd erzählt, ne? Habe euch das Pferd auch erstmal gezeigt. Was wir jetzt machen wollen, ist einen Innenraum anschauen, weil da haben wir auch so eine Art Superhelden-Logo und dann wird gefahren, danach gibt es ein Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Wir mussten leider weg vom Meer. Wir fahren nachher wieder hin, weil Jessie hatte Stress mit einer Möwe. Jetzt sind wir hier. Ich zeige euch den Innenraum. Leider kein Glasdach, sonst wäre es hier drin noch heller und ich könnte euch noch besser zeigen, wie viel Mühe sich Cupra gemacht hat, den Innenraum zu gestalten. Und Mühe machen klingt ja immer so nach, ja, 2. Klasse in der Schule, war stets bemüht, aber nein, das ist ein schöner Innenraum. Dunkler Himmel haben wir hier, auch wieder berührungsempfindliche Leuchten hier, die man auch dimmen kann, wenn man das denn möchte, um ein bisschen romantischere Stimmung hier drin zu machen. Aber ihr wisst ja, es geht beim Auto im Innenraum ganz viel um die Sitze. Und hier haben wir jetzt nicht die Sequel-Sitze, die ja zum Teil aus recycelten Materialien sind, sondern die auch zum Teil aus recycelten Materialien, geschreddertem Plastik, das, ja, gemachten Dynamica sitzen. Das ist so eine Art Alcantara hier drin. Und Jessie, ist es Alcantara? Sie sagt ja wahrscheinlich. Mikrofaser auf jeden Fall. Hier haben wir das Cupra in der Kopfstütze und schaut euch das an, wieder hier, ja, diese bronzefarbene Ton hier in der Sitzfläche, bronzefarbene Elemente hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob das besonders männlich ist, aber ich finde es besonders gut ausgeformt. Auch hier können wir ja die Beinauflage verlängern oder nicht. Und die feine Frau Jessica hat an ihrer Seite, Frau Maniac, ja, eine Massagefunktion. Und jetzt schauen wir mal in die Tür, weil das war halt nun mal einer der größten Kritikpunkte beim ID.3. Das war vielen zu rough, zu roh, zu Hartplastik mäßig. Und da haben wir weniger davon drin. Einmal noch ein bisschen, das ist oben wirklich solide ausgeformt. Dann haben wir dieses Dynamica wieder in der Armauflage zum Beispiel auch drin. Haben hier so eine Art Skateboard, wo wir die Hand und den Arm auflegen können. Unten super viel Platz. Aber wenn ihr mal das Plastik anschaut, dann ist es schon von einer Struktur, die mir sehr gut gefällt, vor allem oben links bei Jessica in der Tür. Und dann haben wir auch noch eine Ambientebeleuchtung in der Tür, die vor allem jetzt, wo es so ein bisschen dunkler wird, richtig gut aussieht. Und hier vorne haben wir dieses, ja, weichere Plastik, was wir von Cupra und Seat kennen, sehr schön. Hier haben wir Plastik mit den Dreiecken wieder drin, eine bronzefarbene Lüftungsdüse, hier unten eine echt schöne Einstiegsleiste, ne? Schöne Fußmatten hier und ja, hier sehr freistehend, das 12 Zoll Display, 5,3 Zoll da, was natürlich spannend ist jetzt nicht wie beim Peugeot 308, dass man dann denkt, so, okay, jetzt habe ich das Lenkrad nach oben gestellt oder nach unten, jetzt sehe ich nichts mehr. Nein, dieses Element bewegt sich mit. Hier kriege ich die Gänge rein und wir haben ein Augmented Reality Head-Up Display. Danke Julian, der hat gesagt, es heißt nicht Augmented, sondern Augmented. Ein Freund von mir hat gesagt, ja, du kannst kein Englisch, mach mal einen Kurs. Ja, hat mir auch ein bisschen wehgetan, aber was nicht weh tut, ist das Handschuhfach. Und was ist das? Das schauen wir uns jetzt mal an. Jessie hat einfach gesagt, da ist ein Geschenk für uns drin. Und, Jessie, was ist das? Ich drücke da jetzt mal drauf. Help Flash. Okay. Help Flash. Wahrscheinlich, wenn man lange drückt oder so, hilft der einem. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand da draußen weiß, was der Help Flash ist, dann gewinnt er den von uns. Vielleicht. Nur einer, sonst wird es zu teuer. Ja, wir packen ihn ein. Eigentlich hat Jessie Verbot reinzureden in die Videos, jetzt hat sie es doch gemacht. Naja, wisst ihr, wie das ist mit Frauen. Und jetzt, oder Männern, ne, muss man ja auch neutral sein. Schaut mal hier, wir haben diese große Jalousie. Und hier habe ich mal mein Handy exemplarisch reingemacht. Hier haben wir ein Fach dann drin. Wir haben da nochmal einen Cupholder drin dann für die Getränke. Und wenn ihr das nicht aufräumen wollt, macht das zu und habt sauber. Sehr praktisch. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, die Armauflage zu verlängern. Das finde ich sehr praktisch. Habt hier die Möglichkeit, euer Handy induktiv zu laden. Schaut mal da bitte rein, weil da habt ihr richtig viel Platz drin.
gefällt mir ausgesprochen gut, könnt das Handy nicht nur induktiv laden, sondern eben auch mit Apple CarPlay, Android Auto mit Stecker verbinden. So sieht er aus, der Schlüssel. Da hat sich Cupra viel Mühe gemacht, hier nochmal dieses Bronze-Kupfer-Design-Element reinzuarbeiten. Jetzt würde ich sagen, wollen wir so rinlassen? Kommt Jessie mal rein. Und dann schauen wir uns mal einiges an hier drin. Was mir aufgefallen ist, schaut mal, wollt ihr hinten die Fenster runter machen, drückt ihr hier drauf, gehen sie hinten runter. Wollt ihr vorne, müsst ihr hier nochmal drauf drücken und andersrum. Ist in der Realität ein bisschen nervig, aber geht schon auch. Zierelement hier und ich fühle mich hier drin sehr wohl. Also ich habe nicht so das Gefühl wie beim ID.3, der eher so luftig ist, sondern ich habe eher so das Gefühl, dass ich in einem Sportwagen sitze, mit einer Beats-Anlage zum Beispiel hier auch drin. Und jetzt sprechen wir über das Lenkrad. Das ist das Superhelden-Lenkrad. Wir haben hier verschiedene Drive-Modi, die wir hier verstellen können. Jessie hatte das nicht. Oder hier den Cupra-Modus, ähnlich wie ihr das vom Formentor oder auch den Verbrenner-Kollegen kennt. Jetzt haben wir hier das kleine Display oben und das könnt ihr hier verstellen an der Seite. Also entweder dann die Assistenten groß oder die Geschwindigkeit groß. Rekuperiert man, wie ist die Reichweite, 413 Kilometer noch. Wenn ihr dann die verschiedenen Modi reinmacht, seht ihr da vorne auch dann, wie sich die Reichweite verändert. Vor allem dann, wenn ihr hier den Range-Modus vergleicht mit dem Performance-Modus, 409 oder 430. Hier ist dann alles fürs Licht, kennt ihr dann auch aus dem Golf so ein bisschen. Ja, und dann haben wir hier die Assistenten auch noch, die wir verstellen können. Den Abstandsregeltempomat zum Beispiel und hier Sprachsteuerung lauter, leiser. Und das ist ein Kritikpunkt für mich am Auto, nämlich lauter, leiser, wärmer, weniger warm. Hier kann ich bei der Fahrt nicht so gut bedienen, aber jetzt kommen wir zum MIB3 hier drin. Und das ist ja auch umstritten. Mir gefällt es sehr gut. Bei mir hat es nur einmal gezickt. Das war in einem Airgolf. Und hier hat alles sehr gut funktioniert. Schaut mal, hier habt ihr die Sitzheizung zum Beispiel. Hier könnt ihr dann direkt zur Klimatisierung wiederkommen. Jetzt müssen wir das Auto dann nochmal anmachen, ne, dass wir das dann wieder hier sehen. Klimatisierung machen wir mal hier auf eine Stufe einfach. Klima habt ihr dann auch hier verschiedene Ansichten. Und das ist halt ganz cool, dass ihr hier die Dinge habt, die ihr dann verändern könnt. Da oben dann auch hier die Helligkeit, machen wir jetzt mal ganz hell. Könnt dann auch hier die Sendefunktion, Lane Assist und sowas reinmachen. Und habt hier die Benachrichtigung. Ansonsten cool, Fahrzeug hier unten, schaut mal, wenn man da drauf drückt, gehen die Lichter an oder aus, was mir gut gefällt. Assistenten, und jetzt müssen wir die Zündung einmachen, dass ihr die seht. Parkassistent ist hier drin, Smart Assistance haben wir hier drin. Da seht ihr dann, was alles da ist. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil nur über die Assistenten könnte man ein eigenes Halbstunden-Video machen. Ne? Und dann Drive-Profile. Range-Modus, geht man ein Stück weg, dann seht ihr da vorne auch jedes Mal, wie sich die, ein Stück weg insgesamt, genau, Komfort, Performance, Cupra, Individual. Und jetzt hier vorne schaut ihr nochmal, was sich alles verändert. Das DCC kann man nahezu stufenlos einstellen, die Lenkung kann man verändern, das Ansprechverhalten vom Motor, das ACC und die Klimatisierung kann man verändern. Spannend, der E-Manager. Laden. Der ist jetzt relativ voll, ne? Das seht ihr ja dann. Hier 412 Kilometer Reichweite zeigt er an und vor allem könnt ihr hier Routinen eingeben. Das heißt, wo er normalerweise ladet und dann merkt er sich das. Ambiente Beleuchtung. Machen wir mal hier, jetzt machen wir das Gelb zum Beispiel. Schaut am besten bei mir in die Tür rein. Ja, meine Tür ist hier, Jessica, genau. Dann kann man das zum Beispiel rot machen, Wellness, warm, cold. Ja, oder kann das mit den Drive-Profilen hier anpassen. Da müsst ihr wieder vorne schauen. Und das finde ich dann schon ganz gut. Hier unten hat man dann noch die Shortwahl-List, zum Beispiel Navi. Und das funktioniert sehr schnell hier übrigens, ne, wenn ihr euch das hier anschauen wollt. Oder könnt dann hier einfach wieder zurück, könnt dann hier auf Media gehen, Favoriten, Radio, Medien, Einstellungen. Könnt hier Telefon und dann hier ganz praktisch Apple CarPlay, Android Auto. Jetzt habt ihr hier die Karte von Apple CarPlay zum Beispiel, könnt dann hier Musik machen, könnt euch die Nachrichten vorlesen lassen oder diese generelle Anzeige mit der Cupra-App hier zum Beispiel auch verbinden, was auch praktisch ist, aber auch ein bisschen kompliziert für einen alten Mann wie mich. Standklimatisierung spannend, Fahrzeug habe ich euch gezeigt, Fahrdaten auch ganz cool, ne? Könnt ihr dann
die euch hier anzeigen, abladen. Da seht ihr dann schon ein paar Werte von diesem Auto. Ich mag hier die Menüführung einfach, Klang. Ist natürlich auch ganz spannend hier, was man alles machen kann. Aber Jesse gibt mir schon ganz wild Zeichen, sagt, Jan, fahr jetzt los. Das machen wir. Vamos a la playa, vamos a conduir la coche. Keine Ahnung, ob das wirklich Spanisch ist, aber wir fahren jetzt los. Und das ist interessant, weil schaut mal, hier unten ist ein Start-Stopp-Knopf, den findet man allerdings nicht so gut. Wenn ihr jetzt hier wieder ausmacht, könnt ihr einfach die Bremse treten und hier auch den Gang rein und dann wird er auch losfahren. Da vorne haben wir einen B-Modus für eine stärkere Rekuperation und ja, schaut mal hier rückwärts und da haben wir hier doch einen Hänger, also anscheinend doch eine Hängerfunktion und können dann auch hier in alle Richtungen die Kameras unter den Spiegeln und nach vorne ansteuern. Jetzt schalte ich in den D-Modus und ganz interessant ist, bei Jesses Modell musste man hier auf die Fahrmodi klicken, Drive-Profile, da fangen wir jetzt einfach mal einen Komfort an und bei mir ist es so, ich habe hier auch die Knöpfe am Lenkrad. Ne? Und was als allererstes auffällt ist, oh Gott, es ist angenehm leise. Es ist ruhig. Wir haben natürlich so ein kleines Geräusch dem Fußgängerschutz geschuldet. Und jetzt schaut mal da raus. Das Meer. Wunderschöne Straße für den ersten Fahrbericht hier. Ja, von dem Cupra Born mit großem Akku, 231 PS. Und was ich immer mega gern mache, ist zum Beispiel nicht hier Cupra nur drücken, sondern man kann auch hier Cupra drücken und dann hat er ja diese Boost-Funktion für 30 Sekunden. Und was Spaß macht, ist Jesse nie was zu sagen. Und einfach aufs Gas drücken. Bremsen, Gas, Bremsen, Gas. Und was mir bei dem Auto aufgefallen ist, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben den B-Modus. Ich gehe mal mit meinen Beinen weg vom Gas. Schaut mal, der hat kein One-Pedal-Driving, das heißt, der rollt langsam aus. Und jetzt können wir während der Fahrt in den R-Modus und ohne, dass ich da unten bin, rollt der rückwärts. Ist es gefährlich? Guck mal, es ist so gewollt. Er rollt auch wieder vorwärts. Das funktioniert also. Habe ich noch bei keinem Auto so gehabt. Habe ich, glaube ich, aber auch noch nie ausgetestet. Ja, und was dann natürlich toll ist, vor allem im Cupra-Modus, ist hier das Fahrwerk. Ja? Das Fahrwerk hier drin, das hält das Auto völlig egal, auf welcher Straße. Wir sind wirklich gut auf dem Boden. Wir stehen hier auch ein bisschen tiefer, was wirklich Spaß macht. Die Bremse ist gut und schaut mal hier, Vollbremsung, auch gut. Ne? Das macht richtig Spaß. Das Auto hat eine gute Bremse, wiegt natürlich auch nicht so wenig und wir haben einen tiefen Schwerpunkt hier drin. Die Lenkung ist eine Progressivlenkung hier vorne, also eine, die sich anpasst, so wie eine progressive Steuer. Ne? Schlage ich mehr ein, habe ich einen besseren Wendekreis, fahre ich schneller und weniger, habe ich eine höhere Spurstabilität, was toll ist. Warum ist eigentlich der Wendekreis so gut in diesem Auto? Das hat mich auch überrascht. Ja. Das liegt natürlich daran, Motor ist hinten, wir haben vorne mehr Platz. Jetzt bremse ich nochmal runter und beschleunige mal durch, teste also diese Boost-Funktion auch nur auf 30, da sind wir nämlich jetzt schon, weil hier dürfen wir leider nur 30 fahren. Das macht Spaß. Das Auto hängt toll am Gas. Wir haben ja kein Doppelkupplungsgetriebe oder irgendwie sowas, was hochdrehen muss, sondern eben die Möglichkeit, dass wir hier eine Art stufenlose Beschleunigung haben. Hört man einen Blinker? Schön ist auch, wenn ich das Lenkrad hier verstelle, habe ich immer die Möglichkeit, ja natürlich, dass sich das Teil da oben mitdreht. Und ansonsten ist es der dynamischere ID.3. Was großartig ist, wir haben hier ja einen Heckantrieb. Da kann man natürlich sagen, okay, der hat ein paar Nachteile, was jetzt die Traktion angeht, hat aber auch ganz bestimmt ein paar Vorteile, was das Spaßige angeht. Nämlich fahren wir hier schnell in Kurven, lässt er natürlich leichte Driftwinkel zu und was Tolles, Range-Modus, spricht man natürlich darüber, ey, sag mal, was kann das Auto? 407 Kilometer Reichweite, wir haben 540 Kilometer Reichweite und ich würde sagen, wir wären mit dem heute 500 Kilometer weit gekommen. Großartig. Der Verbrauch, das ist ganz schwer, das lag natürlich echt stark dran, wie wir gefahren sind, liegt natürlich hier dann schon dran, ja, wie man stark aufs Gas drückt, welchen Modus man nimmt, Performance. Cupra nutzt man die Overboost-Funktion hier drin oft oder eben nicht. Ne? Und also 500 Kilometer in der Stadt natürlich ein bisschen weiter als sonst. Woran liegt das? Das liegt natürlich ganz bestimmt. Und jetzt schaut mal hier, was der in der Kurve kann. Will nicht zu schnell fahren.
Er regelt natürlich auch sauber ab hier. Ja? Und das liegt natürlich ganz bestimmt dran, wie man fährt. Aber schaut mal jetzt hier, Bodenwelle wäre jetzt im Komfortmodus ein bisschen weicher. Ich mag das natürlich, dass das Auto so dynamisch ist. Tiefer Schwerpunkt, Bremse funktioniert auch. Was Schönes, schaut mal hier 0,1, könnt ihr dann den Hauptschalter einmachen, setzen und dann nach oben. Und dann habt ihr hier den Abstandsregeltempomat. 0,1 muss hier rein, Set. Und jetzt hält er die Geschwindigkeit, was Tolles, ne? Heißt, ihr könnt runter von der Bremse oder vom Gas, wenn ihr wollt, und der eine Spur erkennt, hält er auch die Spur und ihr könnt teilautonom Level 2 unterwegs sein, was aus meiner Sicht gut ist. So, jetzt guckt mal da vorne, was natürlich wunderschön ist dieses Augmented Reality Head-Up-Display. Jetzt könnte man denken, okay, es geht die erste links rein, tut's allerdings gar nicht, sondern die zweite. Und jetzt schaut mal, ähnlich wie beim Audi Q4 e-tron kommt jetzt dieser Pfeil und sagt, ey Jan, Achtung, fahr links, nicht auf die Oma fahren, und weist mir den Weg besser, als es Jesse jemals getan hätte. So, und jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller in eine Kurve hier rein. Und jetzt guckt mal, wie dynamisch sich dieses Auto hier bewegen lässt. Jetzt werfen wir den einfach vielleicht hier noch rein. Schaut mal hier. Ja, und dann ist es natürlich auch großartig, weil es ist ein Auto, was sich ja auch fürs Fahren in der Stadt eignet. Wir haben eine leicht erhöhte Sitzposition. Wir haben ein sehr wendiges Auto mit einem tollen Wendekreis. Ach, wisst ihr was? Das mache ich für euch jetzt einfach mal. Und wir haben ein Auto, was in 7 Sekunden auf 100 beschleunigt. Schaut mal hier. Der Wendekreis ist großartig, ne? Da könnt ihr euch gefühlt auf der Stelle drehen. Und jetzt haben wir hier eine relativ freie Straße und ich beschleunige einmal nochmal durch, dass ihr das seht, wie toll das ist hier. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf rechts vor links achten, aber das macht richtig viel Spaß. Und natürlich, wenn man das zu oft macht, also zu oft diesen Spaßfaktor genießt, der süchtig macht, vor allem hier am Meer, dann haben wir eine Reichweite, die tendiert eher Richtung 350, 400 Kilometer. Wenn man es aber darauf anlegt und viel rekuperiert, was ist eigentlich rekuperieren? Der Motor hinten dient andersrum, wenn man bremst, zum Beispiel jetzt. Schaut mal da vorne, seht ihr das? Nochmal Gas geben, so geben wir Energie aus. Jetzt bremsen wir, rekuperieren wir als Generator. Lädt also den 77 Kilowattstunden fassenden Akku, der unter uns wohnt, auf. Ne? Ja, und sorgt dann eben dafür, dass die Energie nicht einfach verfliegt, sondern dass wir die in der Stadt, wenn wir bremsen, jetzt hier vorne wieder einfangen können. Ja, und das sorgt dafür, dass wir halt relativ ökologisch oder ökonomisch unterwegs sind, weil bei einem reinen Verbrenner ja, fliegt die Energie natürlich einfach weg. Was wir gemacht haben, ist dieses Auto auch hier schnell bewegt, an kurvigeren Straßen, und ich muss echt sagen, das ist ein legitimer Cupra hier, weil der richtig gut liegt, eben nicht nur geradeaus, wie das, was viele Elektroautos können, sondern der hat auch ein echt ganz gutes Kurvenverhalten. Und schaut mal hier, wenn wir jetzt hier mal durchbeschleunigen, schauen wir mal, kommen wir auf 500 hier hoch? Ne, kommen wir nicht. Aber da kommt eine Kurve. Die Lenkung leistet echt ganz gute Arbeit hier. Und jetzt fahren wir mal schnell hier in diesen Kreisverkehr rein. Und ich zeige euch mal, was das Auto in der Kurve kann. Ja, mehr halt als die anderen Verkehrsteilnehmer. Einmal schnell hier rein mit dem Heckantrieb. Sollte man ein bisschen fahren können. Macht natürlich Spaß. Schaut mal hier, wie der sich schön und sauber eindreht, ne? Und jetzt beschleunigen wir hier nochmal raus, haben jetzt hier eine Landstraße, einmal auf 50, würde ich sagen, machen wir noch, weil ist ja der erste Fahrbericht hier. Schaut mal, wie schnell, wie schön. Ja, das macht mir schon ausgesprochen viel Spaß hier. Vom Meer in die Berge. Tolle Strecke auch, die uns Cupra da ausgesucht hat. Aber wisst ihr, was ich sehe? Da vorne können wir einmal noch auf 100 beschleunigen. Und ich glaube, da geht es ja vielen Cupra-Fans vor allem drum. Wir haben also einen leichten Drift jetzt gemacht. Wir haben gehört, wir haben keinen Sound. Ich mache mal hier den Performance-Modus, wobei der Cupra-Modus wahrscheinlich der stärkere ist, rein. Ne? Dann gibt es da vorne nochmal eine Vollbremsung und dann eine Beschleunigung auf 100. Jesse hält sich jetzt einfach mal fest. Vollbremsung. Schon gut, ne? In der Kurve merkt man natürlich, okay, ja, also wir haben hier natürlich höheres Gewicht, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Beschleunigung auf 100. 7 Sekunden, das glaube ich. Damit schließe ich. Ich fahre zurück und dann gibt es ein Fazit.
Kommen wir zum Fazit. Ganz ehrlich, Leute, ich habe ein mega Grinsen im Gesicht. Wahrscheinlich habe ich auch schnell moderiert wie auf Koks heute. Warum? Endlich mal wieder ein Review am Meer mit einem Auto, was mich geflasht hat. Born to be Wild, a New Star Spawn war meine unglaublich kreative Einleitung. Der Nachfolger vom Cupra Leon und der schönere ID.3. Und der sportlichere sowieso, aber ohne Allrad. Ich glaube, ich bekomme von Cupra den Preis für ihren Lieblingsjournalisten oder YouTuber, weil ich das Auto so gelobt habe. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, kein Matrix-LED-Licht und so, kein Allrad, habe ich ja schon gesagt, aber sehr viel fällt mir nicht so ein. Die Leute haben uns auch hier gesagt, sie finden, es ist der schönere Skoda Enyaq, der ja ein bisschen größer ist. Skateboard-Plattform-Prinzip ist das hier, heißt, wir haben halt den Akku da unten, tief im Unterboden, tiefer Schwerpunkt. Und die Reifen, die schrauben wir irgendwo dran, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Auto kommt aus Zwickau, da ist ein Mehrmarkenwerk, nur der Skoda Enyaq wird da wohl nicht gebaut auf der Plattform. Ja, und dann hatte ich heute einfach Spaß. 231 PS, 310 Newtonmeter. Das Auto hier beschleunigt in 7 Sekunden auf Tempo 100. Alle haben übrigens 310 Newtonmeter. Das DCC-Fahrwerk, was ja ein bisschen tiefer steht, der steht wohl generell ein bisschen tiefer als die anderen. Moderner Innenraum, der schönere, bessere, wertigere Innenraum im Vergleich zum ID.3. Und viel Fahrspaß und eine hohe Reichweite. 540 Kilometer ist er angegeben. Wir sind tatsächlich hier ja vermutlich so an die 500 Kilometer in der Stadt weit gekommen, was ein Erstwagenkonzept ist. Und dann spricht man über den Preis. Ist das auch ein Erstwagenkonzept hier? Ich weiß es nicht ganz genau, aber er beginnt ja bei 27.220 Euro. 37.220 Euro. Abzüglich der Förderung von fast 10.000 Euro liegt das Auto bei 27.000 Euro etwa. Und ja, wenn man dann sieht, dass ein ID.3 bei 35.000 Euro beginnt, ist es ein ganz gutes Konzept. Ja, hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Wir haben Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für uns unter den etablierten Leasinganbietern und suchen ja für euch den garantiert besten Leasingpreis raus. The Car Crash Review hier. Abonniert gerne den Kanal. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.